Für was ist das? Das ist dafür, dass ich später mal Brühen machen kann, wenn ich eine Gemüsebrühe brauche oder irgendwas. Gebe ich dann logischerweise auf. Wird weggefroren. Morgen. Fangen wir mal mit den Rippchen an, die heute frisch vom Fleischer sind. Die werden noch mal halbiert, Fleischqualität sehen. Einen schönen Rötungsgrad. Die räuchert mein Fleischer für mich. So, das Ganze vakuumiert. So, und jetzt werden die Kasseler Rippchen bei 78 Grad 12 Stunden sous vide gegart. Danach kommen sie dann raus und werden dann gezupft und haben wir herrliches, leckeres, zartes Kasseler Rippchenfleisch, was durch die Spezialmarinade mit Rollberg Rot, Senf und Goldsaft, falls es noch jemand kennt aus seiner Kindheit, werden dann dadurch mariniert und haben nochmal, nachdem es mein Fleischer ja schon geräuchert hat, perfekt, so wie ihr es auf jeden Fall lieben werdet, wenn ihr es probiert.
Wie ihr seht, zapfen wir das Bier ganz frisch. Es kommt auch immer ganz frisch von der Rollberg Brauerei. Und daraus machen wir dann gleich die Kasseler Rippchenmarinade. Übrigens ist es genau das gleiche Bier, was wir für unseren Bierkutscher-Hotdog benutzen. Das, womit wir die Knacker einstechen, reinschmeißen und ist genau das gleiche Bier. Also das, was wir den Kasseler Rippchen benutzen, nehmen wir dann auch gleichzeitig wieder für unseren Bierkutscher-Hotdog, damit wir halt immer schön alles so benutzen. Jetzt brauchen wir noch circa 10 Minuten, dann schöpfen wir gleich die Trübstoffe ab, was ihr gleich sehen werdet, und danach kommen die Gewürze rein. Jetzt machen wir die Trübstoffe weg, die beim Kochen entstehen von Fleisch. Deswegen sollte man auch zuerst immer, nur wenn man irgendwas mit Fleisch macht, erst die Brühe kochen, also erst aufkochen, dann alles wegmachen und danach dann Gewürze und eventuelle Gemüsesorten, Zwiebeln und so weiter reinschmeißen. Kommt jetzt das rein, was ich alles vorgeschnitten habe. Zwiebeln, Möhren. Für das Erbsen-Senfbrühe benutzen. Viel Gemüse, viel Geschmack. Dann die klassischen Zutaten bei deutschen Brühen. Bisschen Piment, Lorbeerblätter. Gelbe Senfsaat, Wacholderbeeren, Pfeffer, ganz wichtig auch fürs Eisbein, immer noch ein bisschen Zucker mit reinmachen, unterstützt den Rötungsgrad weiterhin für das Eisbeinfleisch. Nicht zu viel, nur ein bisschen. So, und jetzt dauert es so circa 4 bis 5 Stunden, bis es dann fertig ist. Das merken wir dann. Genau, so. Wir sehen nachher wie. Jetzt machen wir gerade das Eisbeinfett ab. So, jetzt machen wir unser Erbsen-Senf-Püree. Dafür brauchen wir
einerseits gelbe und braune Senfsaat. Und die Möhren erstmal rein. Die gehört zum Zwischen. Machen wir auch noch jetzt die besprochene Senfsaat rein. Einmal 1 und einmal 3. Auf wie viel sage ich jetzt nicht, aber immerhin 3 und 1 im Verhältnis. Jetzt ein bisschen anrösten. So, dann schwitzen wir die geschälten gelben Erbsen auch noch mal ganz kurz an. Dann löschen wir das Ganze mit der Eisbein-Brühe ab. Wir sind ja schließlich nachhaltig. Wesentlich mehr Geschmack. Das Ganze lassen wir jetzt kurz aufkochen. Stellen wir noch mal kurz auf 10, damit es einen Hauch schneller geht. Sprudelt's und kocht's. Jetzt köchelt das auch das Ganze vor sich hin, bis die Erbsen dann pürierfähig sind. So, zu unserem leckeren Sauerkraut, was ich immer bei Krügermann abhole. Das lassen wir erstmal für 1-2 Stunden ein bisschen ablaufen, damit der Sauerkrautsaft erstmal so ein bisschen rausgeht. Ein bisschen runterdrücken. Genau, so dauert so 1-2 Stunden und danach dann wird es dann mit dem Bier, was ihr gleich noch sehen werdet, eingekocht. Rippchen zupfen.
So, jetzt wird das Ganze vakuumiert, damit es natürlich länger haltbar ist einerseits und damit wir das im Wasserbad dann erwärmen können. Deswegen ist das bei uns immer im Vakuumbeutel. Bei uns sind immer so circa 700 Gramm drin, aber es sind so 8, 9 Portionen. Hängt aber darauf an, kommt aber darauf an, wie groß die Brötchen von unserem Bäcker sind. Diese sogenannte Fleischsaftmarinade bekommt jetzt nochmal, also das, was wir mitgegart haben bei den Kasseler Rippchen, das kommt dann nochmal als Brühe in dem Servier mit rein, damit es halt in dem Eigensaft dann auch bleibt beim Warmmachen, einen Geschmack verloren geht. Das wäre ja schade drum. So, dann wird das Ganze vakuumiert. Passt. So, jetzt machen wir noch zu dem Erbsen-Senfpüree natürlich noch ein bisschen Senf, außer den Senfkörnern. Weil das ja perfekt zu dem Eisbein passt. Ein spezielles Rezept von dir oder ist es so schon so ein allgemeines, bekanntes? Nee, das ist ein speziell von mir eigentlich konzipiertes Rezept, deswegen sind ja auch Senfkörner bei dem Erbsen-Senfpüree mit drin. Sonst natürlich klassisch einerseits wie ein Erbsenpüree, ein gelbes Erbsenpüree gemacht wird. Aber ich habe mir dazu halt noch zum Abschluss den Senf mit dazu genommen, zum Einkochen, weil ja gerne zum Eisbein Senf gegessen wird und deswegen habe ich das miteinander verbunden. Und bei mir ist natürlich, macht auch nicht jeder unbedingt, ich benutze ja auch noch die Eisbeinbrühe zum Einkochen für das Erbsen-Senfpüree, damit man halt noch mal ein bisschen mehr Geschmack und mehr Power mit drin hat. Also das ist ja so. Deswegen eigenes Rezept werden bestimmt einige das Erbsenpüree auch so machen, aber ich gebe halt nochmal die spezielle Senfnote mit dazu, damit es halt perfekt abgestimmt ist auf das Eisbein und das Sauerkraut. So, jetzt kommen wir zum Sauerkraut. Das wäre extra für uns aus dem Fass geholt wird bei Krügermann. Mal wenn ich dann sage, alles klar, ich brauche mal 60 Kilo und dann wird es für mich halt rausgeholt und in den Eimern gefüllt. Rausgeht. Ist ja nicht jeder, ich weiß, einige Fans gibt es schon, aber die meisten sind ja nicht unbedingt extrem sauren Sauerkraut. Das Ganze kommt dann jetzt auf den Herd. Den sogenannten Rauchbirsut.
von unseren Knackern, was ja auch richtig schön eingekocht ist. Dadurch, dass wir die Knacker ja anstechen, entsteht ja so ein Fett-Bier-Ausgleich. Das Fett geht raus, das Bier geht rein. Das Fett geht wiederum in den Sud von den Knackern. Und das nehmen wir wiederum zum Einkochen von dem Sauerkraut. Also sprich, woanders, wo das mit Speck gemacht wird, machen wir das halt mit dem Fett von den Knackern. Und somit haben wir dann auch ein sehr leckeres, leicht güldenes Sauerkraut danach, was dann auch eine wunderschöne Farbe hat, passend zu dem Schusterjungen, zu dem Eisbein sieht es und dem Erbsen-Senf-Püree. Genau. Vorher machen wir noch ein bisschen Zucker mit rein, um die Säure noch mal ein bisschen zu nehmen, aber auf die Menge ist das echt nicht viel. Und jetzt kippen wir das Ganze darauf. Wie ihr seht, ab und zu sind sogar noch Knacker mit drin. Ist aber auch nichts Schlimmes. Die haben halt auch noch mal ein bisschen Fett mit abgegeben. Drücken das Ganze ein bisschen runter, damit das Sauerkraut auch alles abbekommt. Das dauert so circa 3 bis 4 Stunden, bis dann, also mal 3 bis 5 Stunden, so bis ich sage, die Farbe passt und dass es auch gut eingekocht ist, dass eine schöne Saftigkeit mit drin ist. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Jetzt wird das Püree natürlich püriert. Nicht wundern, wir pürieren es nicht ganz. Wir lassen aber noch ein bisschen Möhren und so weiter mit drinne. Hat man noch ein bisschen Möhren zu kauen und andererseits hat es auch den Effekt, dass man sieht, dass es selber gemacht ist. Nicht unwichtig heutzutage. Bei der ganzen Convenience-Ware heutzutage. Ich denke mal eine Stunde. So, mal gucken, wo ich überhaupt Platz habe. Aha. Das ist mal kurz runterkühlt. So, nochmal. Ja. So, jetzt schöpfen wir erstmal alles ab.
So, dann fangen wir mal an zu zupfen. So, und das waren jetzt 15 Kilo Eisbeinfleisch. Pro Topf immer ca. 15 Kilo. Und das bleibt dann übrig. Nach dem Zupfen machen wir das jetzt, vakuumiere ich es jetzt. Also da füllen wir genauso wie beim Kasseler Rippchen immer noch ein bisschen Eisbeinbrühe mit rein. Dadurch, dass es im Wasserbad dann nicht zu trocken wird, so bleibt die Saftigkeit halt auch erhalten. Eine sehr gute Methode dafür. Das legen wir dann hier
Und diese köstliche Brühe heben wir natürlich auf. Einerseits, weil wir das immer beim Verkauf noch zum Eisbein dazu schmeißen. Es kann ja auch mal vorkommen, dass wir nicht sofort alles loswerden aus diesen Packungen, damit das Eisbein letztendlich noch in der Brühe schwimmen kann und so saftig bleibt. Weil würde es natürlich 3-4 Stunden wie auf dem Karneval tun, wo du mal nur am Anfang ein bisschen was zu tun hast oder eher in der Mitte sowas. Und einer fragt schon nach, geben wir ein bisschen Brühe nach, dann schwimmt es wie in der Suppe und bleibt dabei zart und saftig. Ja, also letztendlich möchte ich ja Leute mit dem begeistern, also erstens mit Berliner Küche wieder begeistert. Das war einer mit der Hauptgründe, um Berlinern zugezogenen und Touristen zu zeigen, was Berlin kann, außer Currywurst und Döner. Und letztendlich, dann muss es ja auch schmecken. Letztendlich deswegen steckt da sehr viel Liebe drin, was ich den Leuten auch immer sage. Nehme ich dann gleich mit raus. Wieso Eisbein Streetfood? Ich habe früher als Zimmermann gearbeitet und zu meiner Zeit gab es entweder Eisbein oder Schnitzel. Und das sind alles so Sachen, die bei mir in der Kindheit behaftet sind. Und deswegen wollte ich Eisbein in Berlin eigentlich wieder voranbringen und somit das Eisbein in dem Sinne eigentlich retten. Und 2013 hatten wir damals eine sogenannte Pulled Pork Welle aus Amerika. Ich habe dann, wir kamen dann die Idee, alles klar, Pulled Pork, warum macht man das nicht als Berliner Variante? Und das dachte ich mir, okay, alles klar, nimmst du halt das Eisbein, Sauerkraut, Schusterjunge, klassisch berlinerisch, plus ein Erbsen-Senfpüree. Und so kam eigentlich die Grundidee dahinter und habe mir dabei gedacht, alles klar, passt.
und versuchst du das mal als Berliner Variante mit Eisbein. Eigentlich sagen, dass es gibt nicht nur Currywurst und Döner, sondern halt letztendlich auch Eisbein halt nur anders verpackt und ein bisschen moderner, sodass selbst alte Leute, was indessen auch echt tun, so 60-, 70-Jährige, die bei mir rankommen und sagen, geil, ich kann mal wieder Eisbein essen, ohne das Eisbein selber zu kochen. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund gewesen, warum ich das mal vor 10 Jahren in Essen gegründet habe. Das hübsche Model mitgebracht. Ja, fast alle, die wir bearbeiten, sind eigentlich auch Freunde. Also somit ist das ist eigentlich so das Schönste. Ganzen alten sehen uns ja alle 2 Jahre mal wieder, was? Das ist immer noch kein Schwein. Also, Vielleicht nicht bei dir. Dass es halt rausfällt, genau da, wo du rauskommst auf dem Gang, ja, und da ein bisschen Platz ist. Da kommt und da steht er da. Da steht er da so. Was willst du? Das sind unsere Klassiker, unser Eisbein, unser Kasseler Rippchen-Sandwich und den Bierkutscher Hotdog, den wir auf jeden Fall immer dabei haben. Neuerdings haben wir noch den dänischen Hotdog mit dabei, auch mit einer Wiener von unserem Fleischer. Aber eher auf Kinderbasis aufgebaut und halt aber hochwertig mit einem Hotdog-Brioche-Brötchen. Genau. Und sonst nehmen wir bei kleineren Veranstaltungen das Room-Sandwich noch mit. Eine Berliner Variante des amerikanischen Room Sandwich, was eigentlich mit gepökelter Rinderbrust gemacht wird. Wir machen es mit Kasseler Rippchen, mit Räucherkäse, selbst hergestellten Sandwichbrot von unserem Bäcker und eigentlich geil. Und mit Sauerkraut. Also das ist auch ganz geil, aber nur bei den kleineren Veranstaltungen, weil das ist einfach zu viel im Schnitt. So nebenbei, wunderbare Arbeit von Gratwanderung. Mit Inhalt oder ohne? Nee, ohne, damit ich es ja schon mal unten draufstellen kann. Danke dir. Jetzt noch die restlichen Sachen, damit ich die schon mal ranmachen kann. Genau. Machen wir so. Erstmal Gaffer, genau. Und sonst brauchen wir noch. Genau, ganz wichtig immer. Maya heißt Maya und es passt perfekt zu den fleißigen Bienen, weil sie ist eine fleißige Biene. Also deswegen kriegt auch sie das Trinkgeld immer. Und jetzt
haut beides. Du kippst einfach runter. Mach das. Ich kann Mangels ein Bier geben. Schön, schön, schön. Jawohl. Bei der Parade ist, da wird hier voll sein, aber das ist ja das fetteste Ding. Ich hab das gecheckt. Letztendlich, also die Knacker und auch die Wiener werden extra für mich nach Rezeptur hergestellt. Auch auf bestimmte Größe. Wir haben jetzt letztens für unsere Muddy Angel und Athletics Tour gibt es eine extra Käse-Rostbratwurst, auch extra nach unserer Rezeptur hergestellt von unserer Fleischerei. Also wir achten auch schon darauf, dass wir Einzelsachen haben, die nicht jeder haben kann, weil das Alleinstellungsmerkmal ist mit das Wichtigste, was du haben kannst in der Gastronomie. Und somit bedienen wir das auch. Wir haben auch einen Fleischer, der das auch zum Glück bedienen kann. Meat. That's ribs and that's knee. Sorry, What do you want? sorry. Can we pay by card? No, only cash. Only cash. Panie, però non ci può parlare che schifo. Non si può parlare, c'è che la parla. So 2 times, that's it? Or you need something else? That's it? Just that? About the other one. Okay. Me is the clear and yes. Maria che sta tranquillo. Oltre ai peperoni, le cipolle. Allora, ma un po' catavo, cosa fa? Ma un pacchetto. 8 euro ha detto. No. E poi... Allora, ma da 20 euro è un po' tutto 20 euro. 20 euro. Però perché non scrive So the first one, Okay? you play together? Yeah, no, for me. But 8 8, for two. Then 16? Thank you. Welcome. Oh, via, Davide, via parlare, sono ormai. Ah, ok, ma. E tedesco, non so qua le cose, oppure questo che invece è italiano. Questo. Frauti e... So
Second. Sono buoni, ragazzi. Enjoy. Another? Yes. Sì, pure a me, senza salata. Cosa ci sarà? Sorry, quanto è panino? Devo togliere il microfono. Anche a me, che si mangia come Quei fermo. cazzo di cose, So the one with salad? non sono cetrioli, sono... For me? And for you, this one? Yes. Then €8, please. €8, please. Yes. Thank you. Too big? Sorry, in this views kraut and Yeah. kitchen, okay. Yeah, yeah. Okay, okay. Sono quelli sicuramente. With sauce or no? Yes. Yes. Sì, comunque anche io. Comunque secondo me chi... Perché non vedo motivo per cui tu stai filmando. Ma poi io dico, devi fare il servizio, ne fai nessuno. No, questo non è secondo. Per me papà di Instagram. Aggiungi Panex, cucina. Ho deciso. Non lo mangio da una vita. Veramente che non lo mangio. Da quando forse ero povero. Sono ancora... Perché sto 2 ore e 50. Sai l'estate. Ah, fiera. Yes. For me, this one without coconut. Comunque, guarda che qua puoi pagare solo in contanti. Then it's 7, please. 7, please. Thank you. No, senti, da quando uscì. Without salad and cucumber. No salad, no Just cucumber. meat. Just meat with, I don't know, crab. You want? Usually there's no crowd on, but I can put you something. There's okay. cucumber with apple. Just a little. A little bit. Normal. Yes. Like this or more? Perfect. So then also €8, please. Oh wait. sorry. No, don't worry. So, jetzt kann ich nämlich so sprechen, das ist ja wesentlich entspannter für mich. Natürlich mache ich euch. Alles gut. Ich glaube, ich krieg's hin. Ich habe dir das ja gut beigebracht, deswegen weiß ich selber, wie es geht. Aber wenn du wirklich einen guten Tag hast, überall einschulen und dann nein. Genug Kalorien haben wir heute schon verbrannt. Sie hat schon wieder mehr verbrannt, sie ist gerade gelaufen. Ja, ja. Die holen sich jetzt hier Berliner Kraftwerke. 8 € denn bitte? Ja. Die junge Dame. Dankeschön. Ich danke dir. Bitte schön. Gerne.
Also ihr kriegt die besten ab, die es gerade geht, weil wir müssen uns Mühe geben. Dankeschön. Bitte schön, guten Appetit. Das Besondere an dem Schusterjungen ist, dass es ein 50-50 Brötchen aus Weizen und Roggenmehl ist. Das ist eigentlich das Besondere und oben hast du halt noch ein bisschen Schusterjungen, also hast du noch ein bisschen Roggenmehl drauf und das ist eigentlich so, wie man es jetzt hier sieht, das ist eigentlich genau der perfekte Schusterjunge. Also das ist schöne Handwerksarbeit, ein bisschen Sauerteig ist noch mit drin und lange Teiggarung. Das ist ein Schusterjunge und das ist ein Brötchen, was auch gerettet werden muss. Weil die Berliner Schrippe ist zwar schön, aber leider indessen völlig versaut worden. Das sind ja Hotter Brioche Brötchen, also das ist Butter, Weizen, Wasser, Hefe, das ist halt genauso wie es sein sollte. Keine Industrie-Scheiße. So schmeckt es dann halt auch schön flauschig, wie man auch sieht. So sollte ein Hotdog Brioche Brötchen auch sein. Somit schmeckt auch der Bierkutscher mega geil bei uns. Versuch mal das Eisbein. Ja, sehr gerne. Einmal 8 € bitte für den Versuch. Da kann ich auch zeigen, dass es hier ist, das Eisbein. So, einmal war das. Ja? Einmal war das. Die Dame. Ja, sehr gerne. Machen wir auch sehr gerne. Einmal 8 € bitte. Du bist nur wegen uns hier. Echt? Ah, ein Das Fan. ist schön. Das freut uns. Schon mal 42 Minuten? Dann guten Appetit dir. Viel Erfolg. Du bist ja auch die Verpackungskünstlerin, da kannst du es auch gleich selber machen. Ja, Sir. Ja, Sir. Sie packt am besten ein. Sie macht fast einen Schwan, aber nur fast. Ich habe ein bisschen Brühe reingemacht. Hab ich gesehen. Ich habe schon Angst gehabt, dass das Pink gar nicht so krass da ist. So, geht das so? Dankeschön. Guten Sehr Appetit. gerne. Guten Appetit, viel Spaß noch. Soll ich schön Sauerkraut? Genau. Und wie gesagt, ich esse seit 35 Jahren kein Fleisch mehr. Und wenn dann so ein Laden es schafft, mich so zu triggern, weil ich irgendwie denke, da steckt Liebe drin und der ist gut. Genau. Tschakka, da kommt der Kunde Genau. jetzt. Sehr schön. Ich danke dir. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Danke, ciao. Da ist ein Gurkenapfel-Chutney oben drauf. Das ist relativ süß. Okay. Ich kann ja beim Notfall auch ein Sauerkraut draufpacken. Ja, das wäre mir lieber. Tauschen wir mal, ob du die Hände frei hast. Dankeschön. Bitteschön, guten Appetit. Was kriege ich für den Elefanten bei euch? Gar nichts. Oh Mann, für 2 Elefanten? Auch nichts. Für eine Flasche Mampa halb und halb, dann könnt ihr gerne was haben. Ich komme ja gleich nochmal wieder. Ja, das ist was anderes. Das Kasslerrippchen sieht auch geil aus. Ist
beides geil. Alles mit Liebe. Was sind die besten Gerichte früher gewesen? Eigentlich die Langzeit gekochten. Das sind die am besten schmecken. Also das ist ja kurz gebratenes Rind kann jeder. So ein Eisbein, Kasseler Rippchen, die 12 Stunden bei mir nochmal zu vide gegart werden, bevor sie nochmal 12 Stunden vorher geräuchert werden. Das ist halt geil. Das alles andere ist easy.